Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Snugpack, das Special Forces Sleep System. Vor einiger Zeit haben wir euch bereits den Special Forces Bivy vorgestellt. Einfacher Bivy-Sack für euren Schlafsack. Heute stellen wir euch das Special Forces Sleep System vor. Snugpack bietet das auch in einzelnen Teilen an. Das heißt, hier habt ihr auch für den Endanwender ideal die Lösung. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr braucht vielleicht nur einen Sommerschlafsack oder nur einen Winterschlafsack, könnt ihr die Module einzeln kaufen oder ihr kauft das Set zusammen. Wenn ihr das Set zusammen kauft, habt ihr im Endeffekt den Sommerschlafsack, den Winterschlafsack und ein ZIP-System, was beide Schlafsäcke zusammenzippen kann. Das erkläre ich euch später. Den Bivy müsst ihr trotzdem extra erwerben. Der ist nicht im Set mit dabei. Von der Größe her seht ihr auch schon, es hat dann hier natürlich schon ein etwas größeres Maß. Wir haben hier insgesamt, wenn man das hier zusammenpackt, ca. 3,2 Kilo Gesamtgewicht. Und hier sind jetzt im Endeffekt beide Schlafsäcke drin und das Buffelsystem. Der Bivy würde auch noch oben reinpassen, das ist kein Problem. Da ist der Packsack groß genug dafür. Nur, dass ihr mal ungefähr ein Gefühl dafür habt, was ihr hier in den Händen haltet. Der Special Forces Bivy wird in UK hergestellt. Bei Snugpack habt ihr ja zum Teil produziert in Asien und zum Teil produziert in England. Beim Special Forces System habt ihr hier komplett England. Es sei noch eine Sache erwähnt zur Größe. Ihr habt bei Snugpack verschiedene Größen im Angebot. Und zwar einmal die Regular Größe, das wäre eine Gesamtlänge von 2,20 Meter. Wenn der Schläfer darin ungefähr 1,90 Meter, also Snugpack sagt 1,90 Meter, ist dann die Schlafgröße bei 2,20 Meter, dass ihr ungefähr 20-30 Cm noch Platz im Fußraum habt oder halt eben auch im Kopfraum, je nachdem wie ihr im Schlafsack verteilt seid. Und es gibt dann nochmal die X-Long-Variante, das wären dann 2,50 Meter Gesamtlänge und dann bis zu einem Schläfergröße von 2,20 Meter. Und genau das haben wir auch hier. Wir haben hier das große Schlafsystem. Ich packe einmal die Module aus und dann gucken wir sie uns im Einzelnen an. Das wäre der Snugpack 1, der Sommerschlafsack. Das ist das Buffelsystem, das System, um beide Schlafsäcke miteinander zu verbinden. Und das hier ist der Snugpack 2, der Winterschlafsack. Das Ganze kommt in einem zusätzlichen Packsack, wo ihr alles zusammenpacken könnt. Das heißt, den könnt ihr beiseite legen. Dann habt ihr hier 3 kleine Packsäcke, könnt ihr natürlich dann auch einzeln verwenden. Deswegen ist es gut, dass für jeden ein Packsack dabei ist. Wenn ihr das System immer zusammen verwendet, gebe ich euch den Tipp, nutzt nur den großen Packsack, weil so kriegt man den großen tatsächlich nicht gut komprimiert und die sind recht eng bemessen von der Größe her. Seht ihr schon, wir haben hier das Ganze jetzt aufs Maximum komprimiert, soweit wie es runterging, und da war auch schon ohne Komprimierung, war es schon sehr eng, die Schlafsäcke hier reinzubekommen. Okay, dann gucken wir uns einmal den Special Forces 1 an. Einmal das Ganze öffnen. Und raus mit dem guten Kerl. Die Farbe ist, wie ihr sehen könnt, hier olivgrün, gibt es auch noch in anderen Farben, schwarz, Coyote, Multicam unter anderem, eventuell noch andere Farben, habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber auf jeden Fall habt ihr bei Snugpack eine schöne Auswahl. Und auch das Oliv hier ist sehr schön getroffen, nicht so ein quietschegrün, sondern wirklich so ein dezentes Oliv, was schon ins Steingrau-Oliv Ranger Green übergeht. Sehr, sehr cool gewählt. Der Special Forces 1 ist ein Schlafsack mit einem Temperaturbereich Komfort plus 5 Grad und Extrem plus minus 0 Grad. Also ganz klassischer Sommerschlafsack. Bisschen bessere Temperaturwerte als der Snugpack Jungleback, falls ihr den kennt. Ein sehr beliebter Schlafsack, weil er eben auch wie eine Steppdecke breit geschnitten ist, sehr viel Platz bietet beim Schlafen. Aber der ist natürlich nur nutzbar, wenn es wirklich richtig warm ist oder in der Hütte, Herberge, weil beim Temperaturbereich von plus 15 Grad Komfort wird es da schon auch im Mai, sage ich mal, wenn es noch eine bisschen knackigere Nacht ist, wird es da schon sehr ungemütlich und kalt drin. Da braucht ihr auf jeden Fall noch was Alternatives und da wäre zum Beispiel der Special Forces 1 die Waffe der Wahl. Anders als bei den normalen Snugpack Schlafsäcken hat die Special Forces Serie den Zipper in der Mitte. Das heißt, ihr habt hier immer zentral, wenn ihr Rücken schlaft, einen Reißverschluss, den ihr aufmachen könnt, und der lässt sich hier auch
einfach aufziehen, ohne dass ihr da euch verhakt. Das heißt, ihr könnt den wirklich aufreißen, wenn man im Einsatz ihn trägt, um ihn dann entsprechend so zu öffnen. Natürlich YKK-Reißverschlüsse, 2 Schiffchen, das heißt, das lässt sich auch von unten öffnen. Solltet ihr mal heiße Füße bekommen, könnt ihr unten die Füße rausmachen, ohne dass ihr den ganzen Schlafsack dafür aufmachen müsst. Habt ihr hier mit dem Zipper-System überhaupt keine Schwierigkeiten. Beim Außenmaterial verwendet Snackpack hier Paratex Steel Plate bzw. Paratex Micro, wenn ihr Multicam als Tarnmuster oder als Farbvariante wählt. Innen wird Paratex Light verwendet bzw. Reflektorterm. Das Reflektorterm erkennt man eigentlich hier auch von der Optik her. Wir haben es jetzt nicht gefunden. Wahrscheinlich ist es dann eine Lage dazwischen und verwendet bei der Füllung wird hier das typische Softie Premier von Snackpack, die eigene Hausmarke an Füllung. Wie sie es gehört, bei einem Schlafsack, der auch für militärischen Gebrauch ist, habt ihr den unteren Bereich hier in schwarz zu sehen, ein bisschen stabiler ausgeführt. Das heißt, ihr könnt auch mit Schuhen oder Stiefeln in den Schlafsack rein, wenn das denn der Einsatzzweck erfordert. Und natürlich bei einem Schlafsack, auch wenn der jetzt für wärmere Temperaturen ausgelegt, bei Snackpack habt ihr immer unterm Reißverschluss hier einen weiten Wärmekragen bzw. eine Wärmeleiste, die hier über den ganzen Reißverschluss bis zum Fußbereich geht. Fußbereich geht übrigens bis ungefähr, ja, ich würde sagen, bis zu den Unterschenkeln. Dann habt ihr hier nochmal 50 cm, 40 cm vielleicht, bis der Schlafsack dann endet. Wie gesagt, dran denken, das ist die Long-Version hier. Damit sich der Reißverschluss hier auch nicht an dem Wärmekragen hier verfangen kann, hat man hier nochmal starkes Gurtband unter den Reißverschluss unterlegt, um da vorzuwirken oder vorzubeugen. Der Kopfbereich ist hier mit einer Shockcord versehen, lässt sich damit auch entsprechend ordentlich zuziehen. Hier habe ich dafür einen Kordelstopper, um das ganze System einzustellen. Und damit ist der Schlafsack eigentlich schon erklärt, denn der Sommerschlafsack bietet sonst keine weiteren Features. Außer, was beide Schlafsäcke auch bieten, das ist ein schönes Snackpack-Feature tatsächlich. Ihr habt immer außen im Fußbereich nochmal 2 Schlaufen, mit denen ihr dann den Schlafsack zum Trocknen aufhängen könnt oder eben auch zur Lagerung. Wir empfehlen euch immer bei einem Schlafsack, den nicht komprimiert zu lagern, einfach um länger was von der Füllung zu haben, damit das Füllmaterial immer schön offen ist. Wird dann beim Zusammenpacken und Komprimieren natürlich ein bisschen schwieriger, aber dadurch hat er halt seine volle Wärmeleistung auch lange Zeit später noch. Den Reißverschluss kann man unten aushängen, das braucht man auch, wenn man die beiden Schlafsäcke dann zusammenzippt. Das zeige ich euch später, aber hier können wir schon mal vorbereiten, dass wir das einfach nachher schon haben. Man nimmt einfach hier die beiden Zipper, hängt die unten aus und damit sind die Reißverschlüsse schon mal getrennt. Dann können wir den Kerl jetzt einmal beiseite packen und gucken uns mal den großen an. Achso, Gewicht habe ich vergessen. 1200 Gramm wiegt der Snackpack Special Forces 1. Der Special Forces 2 ist der Winterschlafsack der Special Forces Serie. Hier habt ihr einen Temperaturbereich von -7 bis -12 Grad. -7 ist dann Komfort. Das heißt, hier habt ihr schon mal einen relativ guten Temperaturbereich. In Kombination mit dem Snackpack 1 habt ihr dann einen Komfortwert von -15 bis -20 Grad extrem. Also damit kann man schon relativ kalte Nächte überstehen. Und falls euch das immer noch nicht reicht, habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, mit Inlets zu arbeiten. Das ist was wir euch immer empfehlen. Bei einem Schlafsacksystem gibt es auch von Snackpack für jeden was dabei. Es gibt Seiden-Inlets, es gibt hier ein Paratex-Inlet, wie wir es hier dabei haben. Es gibt ein Mikrofaser-Inlet. Also gibt es wirklich für jeden was und das ist im Endeffekt einfach ja, wie so ein Herbergschlafsack, ein ganz dünner Schlafsack, der nochmal im eigentlichen Schlafsack getragen wird. Das heißt, wenn ihr den nicht militärisch nutzt, nehmt ihr so ein Inlet, macht das innen rein und dann habt ihr immer die Möglichkeit dann mit dem Schlafsack, dass der nicht so häufig gewaschen werden muss, sondern wenn ihr Dreck oder Schweiß in den Schlafsack bringt, dann könnt ihr einfach das Inlet waschen. Seht ihr ja, das ist relativ klein, leicht, frisst kein Brot im Packsack und damit habt ihr nochmal eine Möglichkeit, wie ihr sehr schnell und effizient dann reinigen, waschen könnt. Und das bringt natürlich im Zweifelsfall auch nochmal, je nachdem, was ihr für eine Variante gewählt habt, ein paar Grad mehr oder bei der Seidenvariante kühlt es auch ein bisschen im Sommer. Okay, aber zurück zum Special Forces 2. Packen wir ihn einmal aus und schauen ihn uns im Detail an.
Dieser Schlafsack wiegt 1800 Gramm. Wenn er jetzt mitgerechnet hat, wird feststellen, ca. 3200 Gramm insgesamt, wenn man noch den Buffer-Zip mit dazu nimmt. Und das ist dann hier der Winterschlafsack. Auch hier wieder, wie beim Special Forces 1, hat man das wunderschöne, warme, weiche, bequeme Premier Softie Füllungsmaterial gewählt. Nur natürlich hier entsprechend mehr, um natürlich dann auch die höhere Wärmeleistung zu gewährleisten. Ebenfalls ein Frontzipper, damit das dann auch nachher, wenn die beiden zusammengezippt werden, miteinander harmoniert. Und das Material ist auch gleich, also Paratex Steelplate auf der Außenseite bzw. Mikro bei Multicam und innen Paratex Light. So, neben dem Center-Reißverschluss habt ihr hier im Kopfbereich das Zugband, wie auch beim Snackpack 1, Special Forces 1. Nur hier hat man beim Wärmekragen natürlich nochmal deutlich was draufgelegt. Das heißt, unterm Reißverschluss ist nach wie vor die Wärmebrücke hier über den ganzen Reißverschluss. Und hier habt ihr nochmal zusätzlich einen Wärmekragen, der in der Kapuze eingearbeitet ist. Der hat auch nochmal ein separates Zugband, um den nochmal einstellen zu können. Und natürlich außen an der Kapuze auch nochmal ein Zugband. Am Fußende, wie immer oder wie üblich bei der Special Forces Serie, nochmal rechts und links 2 Ösen, um das Ganze aufhängen zu können. Jetzt wollen wir doch mal gucken, wie wir diese Schlafsäcke zusammenkriegen, weil das ist tatsächlich was uns in der Vorbereitung sehr viel Zeit gekostet hat. Aber deswegen sind wir hier und machen dieses Video, damit ihr diese Zeit euch sparen könnt. Ihr braucht das Buffel-Zip-System, das ihr beim Set mit dabei habt. Solltet ihr die Schlafsäcke separat kaufen, denkt dran, dieses Reißverschlusssystem müsst ihr dann auch noch separat kaufen. Im Endeffekt, wenn man es mal runterbricht, ist es hier ein Wärmekragen mit ungefähr 12 Millionen Reißverschlüssen obendrauf. Also es ist wirklich, wir haben uns das angeguckt und haben gesagt, alter Vater, warum sind denn hier so viele Reißverschlüsse? Wie funktioniert das überhaupt? Aber eigentlich ist es relativ simpel, wenn man weiß, wie es geht. Ihr braucht als allererstes den Sommerschlafsack, den Snackpack Special Forces 1 und die Brücke. Das nehmt ihr zusammen, hängt hier beim Snackpack Special Forces 1 die Reißverschlüsse des eigentlichen Zippers aus und nehmt die Wärmebrücke und legt die oben drauf. Jetzt geht ihr her. Bei diesem Reißverschlusssystem habt ihr im Endeffekt einen Center-Reißverschluss, der dann nachher der Reißverschluss ist, um beide Schlafsäcke auf einmal auf und zu machen zu können. Das ist nämlich die Besonderheit im Vergleich zu anderen Schlafsystemen, wie zum Beispiel der US Army Schlafsack. Das sind einfach 2 Schlafsäcke, die ineinander gesteckt werden und fertig. Und hier habe ich die Möglichkeit, beide mit einem Zipper auf einmal zu öffnen. Das ist was ein Alleinstellungsmerkmal ist. Ziemlich coole Sache. Ja, also auf jeden Fall nehmt ihr diese Brücke hier und da habt ihr auf jeder Seite 2 Reißverschlüsse, die übereinander laufen und den Center-Reißverschluss. Diese übereinander laufenden Reißverschlüsse, da nehmt ihr jetzt den unteren und den unteren zippt ihr jetzt hier einfach in den Special Forces 1 ein, auf jeder Seite. Das heißt, von unten einmal einhängen das Ganze, zuzippen. Muss nochmal raus, ich war nicht richtig drin. So, nochmal. Es ist ein bisschen tricky, sage ich mal. Man muss hier schauen, weil es sind so viele Reißverschlüsse übereinander. Da geht das natürlich auf Anhieb manchmal nicht direkt. Aber ihr habt ja die Zeit. Ich will sie euch nur ersparen, wenn ihr dieses Video anschaut. Dasselbe auf der anderen Seite. Einmal beide Reißverschlüsse einhängen und dann beherzt zuziehen, wenn ihr richtig drin seid. So, dann könnt ihr hier diese Zipper bis oben hin zumachen. Auf beiden Seiten. Und damit seht ihr schon, habt ihr jetzt hier den Special Forces 1 mit dieser Brücke verbaut. Und der lässt sich jetzt mit diesem Center-Reißverschluss hier öffnen. Lassen wir aber zu, damit es dann einfacher ist, wenn wir den zweiten verwenden. Schaut, dass alle Schiffchen unten im Bereich sind, damit ihr direkt weiterarbeiten könntet. Und jetzt macht ihr beim Special Forces 2 ebenfalls den Reißverschluss auf, hängt ihn aus und stopft den Special Forces 1 unten rein. Fußbereich zu Fußbereich.
Und dann kommt hier euer Zip-System wieder zum Vorschein. Und hier nehmt ihr jetzt die äußeren Zipper, hängt die hier ein. Einmal auf der rechten Seite zuzippen und das gleiche dann nochmal auf der linken Seite. Zack. Wie ihr sehen könnt, dieses Gurtband, das ist wirklich Gold wert hier unter den Zippern. Wer Snugpack Schlafsäcke kennt, die verhaken sich gerne mal bei den Zippern, dass sich das Paratex-Material unten verhängt. Das habt ihr hier auf jeden Fall nicht durch dieses Gurtband. Man sieht, da ist auf jeden Fall das Militär mit bedacht worden, damit es auch immer schnell und sauber zugeht. So. Jetzt habt ihr beide Schlafsäcke miteinander kombiniert. Und wenn man jetzt hinschaut hier oben, hat man jetzt hier 3 Reißverschlüsse. Jetzt muss man dann natürlich im Eifer des Gefechtes den richtigen Reißverschluss wählen, den man aufmacht. Das Schöne ist, die beiden Seitenreißverschlüsse, die hören ein bisschen weiter unten auf. Das heißt, auch nachts im Dunkeln, wenn man blind ist und hingreift, nimmt man einfach den, der ein bisschen weiter oben ist. Und damit kann ich dann den Schlafsack öffnen und habe dadurch beide Schlafsäcke auf einmal geöffnet und kombiniert. Sehr, sehr geiles System, gefällt uns super gut. Wir haben euch ja bereits ein Video gemacht, wo wir den Special Forces BV Pack vorgestellt haben. Deswegen gehen wir jetzt da auch nicht mehr im Detail drauf ein. Nur so viel. Von Snugpack gibt es 2 BV Bags. Das eine ist der Special Forces BV Bag und das andere ist der normale BV Bag. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Systemen ist, dass der BV Bag einen Reißverschluss hat und der normale BV Bag von Snugpack, der muss einfach wie eine Tüte über den Sack drüber gezogen werden. Hier habt ihr einen 3/4 Reißverschluss. Gibt es in verschiedenen Farben. Das ist auch ganz cool tatsächlich, wenn ihr sagt, okay, ich habe einen Schlafsack in Oliv gewählt und bin jetzt aber vielleicht eher im Herbst unterwegs und möchte trotzdem ein bisschen abgetarnt sein, dann nehmt ihr einen Cover in Coyote und dann könnt ihr das auch variieren. Und da steckt ihr jetzt einfach den Schlafsack ein. Legt das aus ein bisschen. So. Und dann könnt ihr das Ganze hier zumachen. Und damit habt ihr euren BV. Wie ihr sehen könnt, da ist jetzt hier von der Größe her ist der schon am Limit, weil der jetzt nicht in der XL-Variante ist. Aber es wäre auf jeden Fall eine Option, hier nochmal, um Wasserdichtigkeit zu bekommen. Es sei noch dazu erwähnt, der ist 100% wasserdicht. Das heißt, ihr habt hier auch eine Gummibeschichtung, ähnlich wie bei einem Poncho. Dementsprechend wird es auch vom Kondens her relativ feucht werden darin. Also das ist wirklich nochmal eine Option, wo ich sage, okay, wenn es gar nicht anders geht. Zivil würde ich es vielleicht nicht nutzen, militärisch auf jeden Fall, wenn das Profil wirklich maximal wichtig ist, ich keinen Tarp aufstellen will oder sonst irgendwas, sondern mich einfach nur irgendwo unter den Baum lege und trocken bleiben will, zumindest vom Regenwasser, dann würde ich auf diesen BV zurückgreifen. Ansonsten, wenn ich jetzt biwaken gehe oder outdoormäßig unterwegs bin, würde ich vielleicht auf ein anderes Modell zurückgreifen oder eben einfach einen Tarp setzen im Zweifelsfall. Aber das wäre, damit das System komplett ist, wollten wir den euch einfach nochmal zeigen. Guckt euch das andere Video an zum BV, falls euch dieses Modell hier nochmal im Detail interessiert. Kommen wir zum Fazit. Das Snugpack Special Forces Sleep System ist extrem cool und vielseitig und was uns besonders gut gefällt, ihr habt hier natürlich die Option, auch die Module einzeln zu kaufen. Ja, man kann inzwischen auch beim US Army Schlafsacksystem die Module einzeln kaufen, einfach weil es gebraucht irgendwo verfügbar ist, aber nicht jeder möchte einen gebrauchten Schlafsack haben und hier habt ihr die Möglichkeit, ein neues Schlafsystem zusammenzustellen, auch anders als jetzt zum Beispiel das Schlafsystem von der Bundeswehr, wo ihr auch einen Sommer- und einen Winterschlafsack habt, lassen sich diese beiden Schlafsäcke hier zu einem kombinieren mit einem Center-Reißverschluss, was natürlich eine coole Sache ist, einfach um eben im Eifer des Gefechts oder wenn es notwendig ist, nicht 2 Reißverschlüsse öffnen zu müssen, sondern wirklich nur einen einzigen, um das Ganze zu öffnen. Das Snugpack Special Forces Sleep System bekommt ihr bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu?
Habt ihr schon von Snugpack einen Schlafsack im Einsatz oder auch sogar hier den Special Forces? Dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle liken, Abo und die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Martin, du kannst jetzt rauskommen. Geh mal zur nächsten Wasserstelle.